Stellen Sie sich eine Welt ohne Elektrizität vor, ohne das Brummen von Motoren oder das Leuchten digitaler Bildschirme. Dennoch war diese Welt voller Leben. Straßen summten vor Handel, Amphitheater hallten von Jubel wider und Aquädukte transportierten Wasser über weite Strecken durch trockene Landschaften. Vor etwa 1900 Jahren stand das Römische Reich auf seinem Höhepunkt. Es erstreckte sich von den Wüsten Afrikas bis zu den kalten Grenzen Britanniens und regierte fast ein Viertel der Weltbevölkerung. Wie sah jedoch das Alltagsleben eines gewöhnlichen römischen Bürgers aus? Verbrachten sie ihre Morgen in belebten Märkten? Genossen sie exotische Speisen aus den entferntesten Winkeln des Reiches? Oder kämpften die meisten einfach darum, im Schatten der imperialen Pracht zu überleben? Dieser Film entführt sie in die Straßen des antiken Roms, nicht um die Taten von Kaisern oder Generälen zu schildern, sondern um den Alltag der einfachen Menschen zu beleuchten. Von überfüllten Mietshäusern bis hin zu prächtigen Villen, von Gladiatorenkämpfen bis zu religiösen Ritualen. Die Geschichte Roms ist nicht nur eine Geschichte der Eroberung, sondern die Geschichte seiner Menschen. Um Cem en Christus, unter Kaisern wie Trajan, war das Römische Reich riesig, hochentwickelt und kulturell vielfältig. Rom selbst war zu einer Metropole mit über 1 Million Einwohnern gewachsen, die größte Stadt, die die Welt je gesehen hatte. Die politische Struktur war einzigartig. Während Kaiser mit absoluter Autorität herrschten, fungierte der Senat als beratendes Gremium und lokale Gemeinden genossen eine gewisse Autonomie. Diese Balance schuf eine Ordnung, die das Leben in einem seltenen Ausmaß gedeihen ließ. Das römische Gesellschaftssystem war strikt nach Klassen geteilt. An der Spitze standen Senatoren und Ritter, wohlhabende Eliten mit politischem Einfluss und riesigen Ländereien. Darunter kamen die Plebejer, einfache Bürger, die Märkte, Werkstätten und das Militär füllten. Am unteren Ende standen die Sklaven, Männer, Frauen und Kinder, die in Kriegen gefangen genommen oder in die Sklaverei geboren wurden. Religion und Tradition prägten das Leben. Die Römer verehrten eine Vielzahl von Göttern, Jupiter, Juno, Mars und viele andere. Diese Gottheiten wurden durch Feste, Opfer und Rituale geehrt, die die Gemeinschaft verbanden. Das Konzept des Pax Deorum, des Friedens mit den Göttern, war zentral für die römische Gesellschaft. Die Stadt und ihre Bewohner. Ein Spaziergang durch Rom im Jahr 120 nach Christus. Christus würde zunächst die schiere Größe der Stadt beeindrucken. Erhabene Tempel, marmorne Foren und das Kolosseum beherrschten die Skyline. Doch unter dieser Pracht verbarg sich eine Stadt der Gegensätze. Gewöhnliche Römer lebten in Insulae, mehrstöckigen Wohnhäusern, die eng, laut und oft unsicher waren, mit ständiger Brandgefahr. Wohlhabendere Bürger hingegen residierten in geräumigen Villen mit privaten Innenhöfen, Springbrunnen und kunstvollen Mosaiken, die ihren Reichtum widerspiegelten. Arbeit und Wirtschaft. Das Leben drehte sich um Arbeit. Händler füllten die Märkte mit Waren aus dem gesamten Reich. Olivenöl aus Hispania, Wein aus Gallien, Gewürze aus dem Osten. Handwerker fertigten Keramik, Werkzeuge und Kleidung an, während Bauern Getreide lieferten, das die Stadt ernährte und per Schiff über das Mittelmeer transportiert wurde. Für viele war die Arbeit körperlich anstrengend. Sklaven und arme Arbeiter schufteten in Steinbrüchen, Minen oder auf Baustellen. Andere arbeiteten als Träger, die Wasser oder Waren durch die überfüllten Straßen schleppten. Der Handel florierte, angetrieben durch ein Netzwerk von Straßen und Seewegen, das das Reich zusammenhielt. Essen und Trinken. Essen war für die Römer von großer Bedeutung. Die Ernährung der Armen bestand hauptsächlich aus Brot, Brei und billigem Wein. Wohlhabende hingegen schwelgten in exotischen Köstlichkeiten wie Flamingozungen, Austern oder Früchten aus fernen Provinzen. Thermopolia, antike Imbissstände, waren weit verbreitet. Bürger ohne eigene Küche
kauften dort warme Mahlzeiten wie Eintopf, Brot oder Würste. Bankette waren gesellschaftliche Höhepunkte. Auf Liegen ruhend feierten die Eliten stundenlang, unterhalten von Musik, Poesie oder Tänzen. Essen war nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ein Symbol für Status und Reichtum. Unterhaltung und Freizeit. Keine Zivilisation der Antike bot so spektakuläre Unterhaltung wie Rom. Das Kolosseum fasste bis zu 50.000 Zuschauer, die Gladiatorenkämpfe verfolgten. Wagenrennen im Circus Maximus zogen über 100.000 Menschen an, die lautstark ihre Lieblingsmannschaften Rot, Blau, Grün oder Weiß anfeuerten. Öffentliche Bäder waren ein weiterer Eckpfeiler des römischen Lebens. Bürger badeten, trieben Sport und erledigten Geschäfte in weitläufigen Komplexen mit Bibliotheken und Gärten. Selbst die Armen hatten für eine kleine Gebühr Zugang zu diesen Zentren der Erholung und des Austauschs. Religion und Glaube. Die Römer lebten im ständigen Bewusstsein ihrer Götter. Hausschreine verehrten Familiengottheiten, während große Tempel Jupiter, Venus oder Apollo gewidmet waren. Feste wie die Saturnalia, eine einwöchige Winterfeier, bei der gesellschaftliche Rollen umgekehrt wurden, prägten das Jahr. Im 2. Jahrhundert nach Christus. Christentum verbreiteten sich neue Ideen. Mysterienkulte aus dem Osten gewannen an Popularität und das Christentum, obwohl noch eine Minderheitenreligion, begann in Roms urbanen Zentren Anhänger zu finden. Familie und Gesellschaft. Die Familie stand im Mittelpunkt. Der Pater Familias, das männliche Familienoberhaupt, hatte die Autorität über Frau, Kinder und Sklaven. Frauen waren politisch nicht gleichgestellt, konnten aber im Haushalt und manchmal in der Gesellschaft Einfluss ausüben, besonders in wohlhabenden Kreisen. Bildung war wichtig. Jungen aus Elitefamilien studierten Rhetorik, Literatur und Recht, um sich auf politische Karrieren vorzubereiten. Mädchen erlernten meist häusliche Fertigkeiten, obwohl einige eine breitere Bildung erhielten, wenn ihre Familien es erlaubten. Die Überreste Roms. Die Ruinen Roms erzählen noch heute Geschichten. Vom Kolosseum bis zu den Aquädukten sind Spuren des Alltagslebens erhalten geblieben. Archäologische Funde, Tavernen mit Fresken, Graffiti auf den Straßen, sogar verkohlte Brote in Pompeji geben Einblicke in diese Welt. Moderne Historiker nutzen Technologien wie 3D-Scans, Satellitenbilder und chemische Analysen, um das Leben der Römer zu rekonstruieren. Diese Entdeckungen zeigen nicht nur die Pracht der Kaiser, sondern auch die Mühen der Armen, das Lachen der Kinder und die Rituale der Familien. Was können wir heute von Rom lernen? Manche sehen Parallelen zwischen dem Römischen Reich und modernen Gesellschaften, wachsende Ungleichheit, Überdehnung der Ressourcen, politische Spannungen. Roms Infrastruktur, Aquädukte, Straßen könnte moderne Städte zu nachhaltigen Lösungen inspirieren. Andere heben Roms Fähigkeit zur kulturellen Integration als Vorbild für diverse Gesellschaften hervor. Doch der Niedergang Roms mahnt, dass kein Reich ewig währt. Wiederholen wir die Geschichte oder lernen wir aus ihr? Die Geschichte Roms handelt nicht nur von Kaisern und Legionen, sie handelt von Menschen, Händler, Bäcker, Handwerker, Bauern, Soldaten, Sklaven und Kinder. Sie alle waren das schlagende Herz des Reiches. Von den Engen in Sulai bis zu den prächtigen Villen, von den Arenen der Gladiatoren bis zu den stillen Familienmahlzeiten war ihre Welt lebendig, komplex und zutiefst menschlich. Wenn wir heute durch Roms Ruinen gehen, erinnern sie uns daran, dass Geschichte kein fernes Echo ist. Sie ist ein Spiegel. Die Herausforderungen, Hoffnungen und Träume der römischen Bürger unterscheiden sich kaum von unseren eigenen. Wenn Sie das nächste Mal einen belebten Markt besuchen, an einem Fest teilnehmen oder mit Ihrer Familie essen, fragen Sie sich, wie viel von Rom lebt noch in uns?